Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Heute wollen wir ein bisschen über die aktuelle Thematik beim FCM reden. Man ist fest im Abstiegskampf, aktuell ist man die stärkste Mannschaft der Liga, das ist nicht ohne Grund. Man schießt keine Tore, man kassiert dementsprechend aktuell zu viele, beziehungsweise aktuell hat man nicht allzu viele kassiert, aber man kassiert trotzdem zu viele. Man muss endlich mal Tore schießen, um zu gewinnen. Als nächstes geht's gegen Düsseldorf, da wird's hart, so wie jedes weitere Spiel in der Liga. Wir müssen noch Minimum eigentlich 9 Punkte holen vor der Winterpause, um weiterhin dabei zu sein. So, und damit wollen wir heute darüber reden, wie kann man das schaffen, was muss man machen und so weiter. Dabei bin ich auf eure Meinung gespannt. Ich möchte auch auf Seguins Zitat direkt am Anfang eingehen. Er hat ja selber gesagt, dass die Mannschaft unbedingt sich hinsetzen muss und miteinander sprechen muss. Ich bin kein großer Fan von Seguin als Mentor, kann man glaube ich sagen. Als Spieler war er wirklich wichtig für den FCM. Ich glaube aber auch sein Sohn zeigt vielleicht auch so ein bisschen eventuell Seguins Charakter. Der kommt ja nicht positiv an bei den deutschen Vereinen. Aber da möchte ich mich einmal mal ausklammern und von der Aussage, naja, befreien. Aber wollen wir auf das Zitat eingehen? Setzt euch hin, sprecht miteinander, streitet miteinander und so weiter und so fort. Ist ja grundsätzlich keine dumme Aussage, aber ich weiß nicht, irgendwie geht mir Seguin persönlich ein bisschen auf die Nerven mit seinen ständigen Zitaten. Das kommt, glaube ich, jede zweite Woche einmal, wenn es irgendwie schlecht läuft. Wenn es gut läuft, kommt gar nichts von ihm, außer einmal im Leben was. Und das geht mir ein bisschen auf die Nerven, dass Seguin dauerhaft im Interview ist, irgendwie seinen Senf dazugeben muss. Aber ja, das ist eigentlich irrelevant, das Ding. Wiederum, aber es ist wichtig zu wissen, Barisch Artig wird sehr wahrscheinlich, beziehungsweise eventuell ausfallen gegen Düsseldorf. Das ist ein schmerzhafter Verlust. Wiederum ist jetzt Zukowski mit dabei. Das wird sehr interessant, wie er spielen wird. Ich denke schon mal, dass er im Kader dabei sein wird. Hat gute Leistungen gegen Schweinfurt gezeigt. Ich hoffe auch, dass er da vielleicht sich auf dem Flügel mal durchsetzt. Vielleicht ein bisschen Meter macht, den einen oder anderen Scorer vorbereitet oder selbst schießt. Das ist unsere Hoffnung so ein bisschen gerade. Auch wenn es traurig wirkt, aber was anderes da vorne funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Die Stürmer funktionieren nicht, alles weitere funktioniert nicht. Wiederum müssen wir jetzt eine geschlossene Mannschaft sein, eine Mannschaft, die daran glaubt. Eine Mannschaft, die arbeitet, die härter arbeitet als je zuvor. Die grundsätzliche Qualität ist eigentlich da. Bin ich immer noch der Meinung. Aber es ist halt keine Mannschaft, die zusammenspielt. Das haben wir aber auch schon klar gesagt. Laurin Ulrich, der die Taten einfach ein bisschen verdreht. Ich kann nicht ins Interview gehen und sagen, ja, wir fühlen uns nicht wie ein 18. Ihr seid aber 18. Das ist halt der Fakt und da kommt halt kein dran vorbei. Wenn jemand 18. ist, hat das immer einen Grund und nicht, ja, wir spielen guten Fußball, wir fühlen uns nicht wie ein 18. Ja, du bist aber 18. Damit musst du realistisch umgehen. Laurin hat wieder gute Leistungen, unter anderem bei der deutschen U20 gezeigt. Genauso wie Hyrien auch wieder gut bei der U21 war, glaube ich. Müsste es gewesen sein. Und allgemein zeigen die Jungs national ganz gute Leistungen. Die beiden vor allem als Vorreiter. Auch Marcel Sajusz wurde wieder für die U19 Polens nominiert. Das ist keine schlechte Nation, auch das sollte jeder wissen. Wir nehmen ihn dann erstmal mit in den Erstmannschaftskader. Das ist ein Versuch wert. Oder auch einen Magi Bars mal versuchen mitzunehmen. Es ist halt Risiko. Ich verstehe das auch, dass man das vielleicht jetzt nicht macht in so einer Situation. Aber es ist besser, einen motivierten, jungen Spieler dabei zu haben, der zu dem sich dazu entwickeln kann, anstatt jemand, der überhaupt gar keinen Bock auf die Mannschaft hat. Und da spreche ich halt zwei gewisse Spieler an, das ist halt Maximilian Bräunch und der Raumström. So, ist meine Meinung. Dann pack lieber einen Magi Bars in die Startelf, der Bock hat zu kicken für die blau-weiße Mannschaft, aber doch keinen Maximilian Bräunch, der nicht mal mitsingen kann, wenn man einen wichtigen Punkt in Darmstadt holt. Ich habe den immer noch gefressen wie sonst was. Ist mir absolut unsympathisch. Wird sich wahrscheinlich auch so nicht mehr ändern. Im Winter muss man natürlich vieles tun dann. Das ist auch klar, aber das ist halt alles Zukunftsmusik. Ich denke schon, dass wir in der Wintertransferphase zuschlagen werden. Diesmal muss es auch funktionieren und du musst Spieler verkaufen, um Geld einzunehmen, sonst kannst du nichts machen.
Es wirkt ja jetzt so, dass Sander und Ibut bis zum Ende der Saison bleiben, wenn alles klappt, wenn nicht sogar noch länger. Das ist ja geplant, dafür muss man natürlich auch den Klassenerhalt schaffen, der immer noch mehr als realistisch ist, wenn man sich denn fangen würde. Wie gesagt, bei manchen Mannschaften geht es schneller pucken, dass du 7, 8, 9, 10, 5, 10 Spiele nicht und auf einmal gewinnst du 3 Spiele hintereinander, weil auf einmal es passt. Kann auch sein, dass es bei Sander auf einmal der Fall ist. Dafür musst du aber, wie gesagt, Tore schießen, dafür muss die Offensivreihe funktionieren. Wenn natürlich nur die Defensivreihe funktioniert, die teilweise aktuell definitiv funktioniert, bringt es ja halt auch nichts. Zudem ist die Hälfte der Defensive verletzt. Auch das ein Punkt, wo es hart ist, aber was ich auch gut finde, dass er dann ehrlich das anspricht, wie es auch ist. Denn das Statement nach dem Schweinfurt-Spiel war auch klar. Hier haben wir gesehen, warum die zweite Reihe nicht gut genug ist. Und da gebe ich ihm absolut recht. Auch mein Punkt, dass die zweite Reihe aktuell vielleicht im Kopf gar nicht so weit ist, zu sagen, ja, wir wollen kämpfen. Auf jeden Fall ist das irgendwas, was im Kopf da rumspielt, wo die einige Spieler keinen Bock haben und die können sich halt gediegen aus Magdeburg verpissen. Ich glaube, so kann man das definitiv sagen. Jeder, der keinen Bock auf diese Mannschaft hat, jeder, der keinen Bock hat, vor den Fans zu spielen, jeder, der keinen Bock hat, allgemein für den FCM zu spielen, er kann halt irgendwo anders hingehen. So. Ist halt egal wohin, aber dann geht halt einfach. Und ich glaube, das ist auch die Meinung von jedem Fan. Weil wenn du für die Mannschaft nicht spielen willst, dann solltest du das auch nicht tun. Es gibt Menschen, die damit professionell umgehen, aber natürlich ist das immer noch ein Ding. Du strengst dich natürlich mehr an, wenn du für eine Mannschaft spielst, auf die du Bock hast. Ist einfach so. Das merkst du bei Liban Bocho. Ich hoffe vielleicht, dass man damit da noch irgendwie schrauben kann. Aber ich denke mal, er wird jetzt auch fester Teil des Union-Kaders sein. Sonst wäre das auch so ein kleiner Traum, wenn vielleicht nochmal Liban für ein halbes Jahr wiederkommt. Martin Kars wirkt sehr unrealistisch. Der hat halt seine Einsatzzeiten. Vielleicht jetzt dadurch, dass nochmal einer Stürmer wiedergekommen ist, den ich auch gerne bei uns gesehen hätte, dass er dadurch nochmal ein bisschen hinterrutscht. Vielleicht kommt er dann im Winter, er war ja auch zuletzt zu Besuch. Wichtig ist es jetzt einfach, die Realität anzunehmen, die so wirkt, als hätten die Jungs es noch nicht getan. Sich dann vielleicht auch mal, wie ein Seguin sagt, hinzusetzen und dann einfach mal vielleicht zu streiten oder auch einfach sich auszusprechen. Was auch immer es braucht, macht es einfach. Hört sich zwar einfach an, aber ja, so einfach ist es nicht. Schreibt eure Meinung so wie immer gerne in die Kommentare. Das war jetzt so ein allgemeines Was, wenn, warum, weshalb Video, wo es einfach mal um alles ging zur aktuellen Lage. Und damit sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.